Zu spät! Das Mysterium der deutschen Pünktlichkeit. Stell dir vor, es ist Montagmorgen. Dein Termin im Büro ist um 9 Uhr. Du rennst, du schwitzt, du erreichst die Tür, du drückst die Klinke, du schaust auf dein Handy. 9:01 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. In Deutschland ist deine Karriere jetzt wahrscheinlich gerade offiziell beendet. Okay, vielleicht nicht ganz, aber du spürst es, oder? Diesen eisigen Wind, der durch den Konferenzraum weht, dieses kollektive, lautlose Seufzen deiner Kollegen? Du bist nicht nur eine Minute zu spät. Nein, du hast gerade das heilige Gesetz der Bundesrepublik Deutschland gebrochen. Du hast die Matrix gestört. Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas und heute sprechen wir über das Thema, das Deutsche auf der ganzen Welt berühmt und berüchtigt gemacht hat: die Pünktlichkeit. Warum sind wir so besessen von Zeigern, Sekunden und Terminen? Ist es eine Superkraft oder eine psychologische Störung? Wir vergleichen uns heute mit dem Rest der Welt, hören uns an, was Experts über uns denken und klären die Frage, warum ausgerechnet die Deutsche Bahn das Einzige ist, was in diesem Land niemals pünktlich ist. Fangen wir mal mit der Realität an. Wenn ein Deutscher sagt, wir treffen uns um 8, dann meint er nicht kurz nach 8. Er meint auch nicht zwischen 8 und halb 9. Er meint, wenn der Sekundenzeiger der Rathausuhr auf die 12 springt und die Glocke schlägt, musst du vor ihm stehen. Es gibt in Deutschland diesen wunderbaren, fast schon grausamen Spruch: 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit. Denkt mal darüber nach. Das bedeutet, dass man eigentlich schon zu spät ist, wenn man pünktlich ist. Wer um 9 Uhr ankommt, gilt als gerade noch okay. Wer um 8:55 Uhr da ist, gilt als zuverlässiger Profi. Wer um 8:45 Uhr da ist, nun ja, der hat wahrscheinlich kein Privatleben, ist aber ein fantastischer Mitarbeiter. Aber warum ist das so ein Riesending? Für einen Deutschen ist Unpünktlichkeit nicht einfach nur ein Versehen, es ist eine Beleidigung. Es ist, als würdest du sagen, meine Zeit ist wertvoller als deine, deshalb lasse ich dich hier wie einen Idioten im Regen stehen, während ich noch gemütlich meinen zweiten Espresso getrunken habe. In anderen Kulturen, schauen wir mal nach Italien oder Spanien, ist die Zeit eher wie ein elastisches Gummiband. Man dehnt sie. Man schaut, was passiert. In Deutschland ist die Zeit ein massiver Block aus Granit. Man kann sie nicht biegen, man kann sie nur respektieren oder an ihr zerschellen. Kommen wir zu den privaten Einladungen. Das ist mein Lieblingsthema. Wenn du einen Brasilianer, einen Mexikaner oder einen Italiener zu einer Party einlädst, die um 18 Uhr beginnt, wann tauchen sie auf? Genau. Sicherlich nicht vor 20 Uhr. Wenn sie um 18 Uhr kämen, wäre der Gastgeber wahrscheinlich noch nackt im Badezimmer und würde die Wohnung saugen. Frühes Erscheinen ist dort fast schon unhöflich. In Deutschland? Wenn du um 18 Uhr einlädst, stehen um 17:58 Uhr 3 Autos in deiner Einfahrt. Die Leute sitzen darin und starren auf ihre Uhren. Sie warten. Sie wollen nicht zu früh klingeln, denn das wäre unhöflich, aber exakt um 18 Uhr, Ding Dong! Ich hatte mal einen Freund aus den USA zu Besuch. Er kam zu einer deutschen Geburtstagsparty 30 Minuten später. Er dachte, er sei fashionably late. Er kam rein, strahlte alle an und die Reaktion? Stille. Er wurde angeschaut, als hätte er gerade den Hund des Gastgebers beleidigt. Der Gastgeber sagte nur trocken: »Schön, dass du es auch noch geschafft hast. Das Essen ist leider schon fast kalt.« Das ist der German Shock. Es gibt keine fashionable lateness in Deutschland. Es gibt nur pünktlich oder asozial. Dazwischen existiert nichts. Woher kommt dieser Wahnsinn? Müssen wir dafür die Geschichte bemühen? Ja, wahrscheinlich schon. Früher, im Preußen des 18. und 19. Jahrhunderts, war Disziplin
alles. Die preußischen Könige wollten eine Armee und eine Verwaltung, die wie ein Uhrwerk funktionierte. Pünktlichkeit war eine soldatische Tugend. Wer zu spät kam, gefährdete die Schlachtordnung. Und irgendwie haben wir das nie abgelegt. Dann kam die Industrialisierung. Deutschland wurde ein Land der Ingenieure und Fabriken. Und in einer Fabrik, da muss das Zahnrad A genau dann greifen, wenn Zahnrad B bereit ist. Wenn Hans-Peter zu spät kommt, steht das ganze Band still. Wir haben diese industrielle Logik in unser Privatleben übernommen. Wir sind wie kleine menschliche Uhren. Sogar unsere Philosophen waren so. Immanuel Kant, der Typ hat die Kritik der reinen Vernunft geschrieben, war so pünktlich, dass die Leute in Königsberg buchstäblich ihre Uhren nach ihm gestellt haben, wenn er seinen täglichen Spaziergang machte. Stell dir das mal vor. Ein Mensch als Atomuhr. Das ist das deutsche Ideal. Wir streben alle danach, ein bisschen wie Immanuel Kant zu sein. Nur ohne die Perücke. Hoffentlich. Bevor wir gleich dazu kommen, was ausländische Kollegen in deutschen Büros durchmachen müssen und bevor wir über das totale Versagen der Deutschen Bahn sprechen, muss ich mal kurz die Zeit stoppen. Seid ihr gerade pünktlich beim Zuhören? Oder hört ihr diesen Podcast, während ihr eigentlich schon längst bei einem Termin sein solltet? Wenn ja, lauf schneller. Aber nimm uns mit. Wenn euch Deutschblitz-Podcasts gefällt, dann zeigt uns das. Es dauert genau 7 Sekunden. Ich habe es gemessen. Geht auf Abonnieren, gebt uns ein Like oder hinterlasst eine Bewertung. Das ist für uns wie ein pünktlich beginnendes Meeting. Es macht uns glücklich und sorgt dafür, dass alles reibungslos weiterläuft. Habt ihr eine Geschichte über deutsche Pünktlichkeit erlebt? Oder seid ihr selbst schon mal an der 0:09-Grenze gescheitert? Wir lesen alles. Versprochen. Pünktlich in der nächsten Pause. Und jetzt zurück zum Zeitterror. Reden wir über die Arbeitswelt. Ich habe für diese Folge mit Maria gesprochen, einer IT-Expertin aus Spanien, die seit 3 Jahren in München arbeitet. Sie erzählte mir von ihrem ersten Meeting. Das Meeting war für 10 Uhr angesetzt. Maria dachte sich, okay, ich bin um 10:02 Uhr da, das ist ja quasi überpünktlich. Sie kam in den Raum. Alle saßen schon da. Die Laptops waren offen. Der Chef sprach bereits über Punkt 2 der Tagesordnung. Als sie die Tür öffnete, passierte das, was wir in Deutschland den Nackendreh nennen. Alle Köpfe drehten sich gleichzeitig zu ihr. Maria sagte, er sagte nichts, aber sein Blick sagte, ich habe dich bereits innerlich gekündigt und deine Sozialversicherungsnummer gelöscht. Das ist das Faszinierende. In Deutschland wird oft gar nicht geschimpft, es ist diese passive Aggressivität. Das Starren auf die Armbanduhr, das kurze demonstrative Seufzen. Es ist psychologische Kriegsführung durch Zeitmanagement. Ein anderer Freund aus England sagte mir, Lukas, das Verrückteste ist nicht der Anfang des Meetings, es ist das Ende. In England oder den USA würde man ein Meeting vielleicht noch 5 Minuten ausklingen lassen. Man plaudert über das Wetter oder den Hund. In Deutschland? Um 10:59 Uhr sagt der Moderator, gut, wir sind durch, danke. Und um 11 Uhr springen alle auf wie bei einem Feueralarm und rennen zum nächsten Termin. Warum? Weil um 11 Uhr das nächste Meeting beginnt. Und wer dort um 11:01 Uhr ankommt, nun ja, ihr kennt die Geschichte jetzt. Es ist ein Teufelskreis aus Effizienz. Wir können aber nicht über deutsche Pünktlichkeit reden, ohne über das nationale Trauma zu sprechen. Die Deutsche Bahn. DB. Es ist das größte Paradoxon der modernen Welt. Deutschland ist das Land der Pünktlichkeit und die Deutsche Bahn ist, nun ja, die Deutsche Bahn. Wenn du einem Ausländer erzählst, dass Deutsche pünktlich sind und er dann 3 Stunden auf einem kalten Bahnsteig in Bitterfeld steht, weil die Weiche eingefroren ist oder ein Blatt auf den Schienen liegt, dann hält er dich für einen Lügner. Für uns Deutsche ist die Unpünktlichkeit der Bahn eine persönliche Beleidigung. Es verletzt unsere nationale Identität.
Wir sitzen im Zug, schauen auf die Anzeige, 15 Minuten Verspätung. In diesem Moment bricht für einen Deutschen eine Welt zusammen. Wir fangen an, wütende Tweets zu schreiben. Wir rufen unsere Mutter an und beschweren uns über den Verfall des Abendlandes. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Die Statistik der Bahn. Die Bahn gilt als pünktlich, wenn sie weniger als 6 Minuten Verspätung hat. 6 Minuten! Für einen deutschen Beamten ist das eine Ewigkeit. In 6 Minuten kann man in Deutschland ein ganzes Haus planen, 3 Formulare ausfüllen und 2 Kriege durch Bürokratie verhindern. Aber für die Bahn ist es pünktlich. Das ist die einzige Zone in Deutschland, in der die Zeitregeln nicht gelten. Die Bahnhöfe sind wie das Bermuda-Dreieck der Pünktlichkeit. Sobald du den Bahnsteig betrittst, verlässt du Deutschland und betrittst ein Land, in dem Zeit eine abstrakte Kunstform ist. Die Bahn ist unser nationales Reality-Training. Wie reagiert ein Deutscher, wenn Zeit plötzlich relativ wird? Die Antwort: mit Existenzkrise, Twitter-Wut und einem minutiösen Beschwerdeformular. Kann man es übertreiben? Oh ja, es gibt Deutsche, die kommen zu einem Termin beim Zahnarzt 20 Minuten früher. Sie setzen sich in das leere Wartezimmer und starren die Sprechstundenhilfe an. Sie wollen zeigen, ich bin bereit, ich bin effizient. Bohren Sie mich. Jetzt. Oder Behördentermine. Wenn du in Berlin einen Termin beim Bürgeramt hast, was an sich schon ein Wunder ist, vergleichbar mit einer Sichtung von Bigfoot, und dein Termin ist um 10:14 Uhr, nicht 10:15 Uhr, nein, 10:14 Uhr. Wenn du um 10:15 Uhr an die Tür klopfst, kann es sein, dass die Sachbearbeiterin dich anschaut, als hättest du gerade versucht, das Gesetz zu brechen. Sie sind zu spät, aber es ist nur 1 Minute. 1 Minute ist 1 Minute. Bitte ziehen Sie eine neue Nummer. Der nächste freie Termin ist im November 2026. Das ist die dunkle Seite der Pünktlichkeit. Sie wird zur Waffe. Sie wird benutzt, um Ordnung zu halten in einer Welt, die sich eigentlich weigert, ordentlich zu sein. Am Ende des Tages müssen wir uns fragen, ist dieser ganze Stress es wert? Einerseits ja. Es ist anstrengend. Es erzeugt einen unglaublichen Druck. Wir Deutschen sind oft gestresst, weil wir immer Angst haben, jemanden warten zu lassen oder selbst warten zu müssen. Warten ist für uns verlorene Lebenszeit. Andererseits, es ist auch eine Form von Freiheit. Wenn ich weiß, dass der Bus pünktlich kommt, dass das Meeting pünktlich endet und dass mein Handwerker wirklich um 8 Uhr klingelt, okay, das war ein Witz. Handwerker sind die zweite Ausnahme nach der Bahn. Dann kann ich mein Leben planen. Pünktlichkeit ist ein Versprechen. Es ist das unsichtbare Band, das die deutsche Gesellschaft zusammenhält. Es ist unser Weg zu sagen, ich respektiere dich. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen entspannter werden. Vielleicht sollten wir uns von unseren italienischen Nachbarn eine Scheibe Domani Domani abschneiden. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber wer bin ich, dass ich das sage? Ich bin Lukas von Deutschblitz. Und wenn ich diesen Podcast jetzt nicht in den nächsten 30 Sekunden beende, verpasse ich meinen Termin zum Mülltonnen rausstellen. Und ihr wisst, was die Nachbarn sagen, wenn die Tonne nicht pünktlich an der Straße steht. Das wäre das Ende meines Rufs im Viertel. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle ein bisschen pünktlicher. Oder zumindest habt ihr ein bisschen Mitleid mit euren deutschen Freunden, wenn sie mal wieder nervös auf ihre Uhr starren. Vergesst nicht, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und teilt diese Folge mit dem unpünktlichsten Menschen, den ihr kennt. Er wird es wahrscheinlich erst in 3 Tagen hören, aber das ist okay. Und wie geht es weiter bei Deutschblitz Podcasts? In der nächsten Folge bleiben wir beim Thema deutsche Tugenden, aber wir gehen noch einen Schritt weiter in den Wahnsinn.
Wir fragen uns, warum sind Deutsche eigentlich immer perfekt vorbereitet? Warum haben sie für einen Spaziergang im Park eine Ausrüstung, als wollten sie den Mount Everest besteigen? Und warum gibt es eine Versicherung gegen das Risiko, dass eine Versicherung nicht zahlt? Das Thema lautet, warum Deutsche immer perfekt vorbereitet sind. Seid dabei, pünktlich. Ich werde da sein und ihr hoffentlich auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und achtet auf die Sekunden. Tschüss. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.